Hi, friends. Hallo Freunde. We are going to talk a little bit about marriage. Wir sprechen ein bisschen über die Ehe. So many people ask me and Debbie to do a marriage seminar. So viele Leute bitten mich und Debbie, ein Eheseminar zu halten. And who knows, one day we might. Wer weiß, vielleicht machen wir das mal. You know, I never really felt that I had enough authority to speak about marriage. Ich fühlte mich nie wirklich kompetent genug, um über die Ehe zu sprechen. But now I do. Jetzt aber schon. Because Daniel got married and I can learn from him. Denn Daniel hat geheiratet und ich kann von ihm lernen. Did you like that little joke? Gefällt dir dieser kleine Scherz? No, but honestly, Ehrlich gesagt. there are some things that God has used Debbie and me, Gott hat Debbie und mich irgendwie dazu gebraucht, and that is to help a lot of couples through marriage crisis. um vielen Paaren in Ehekrisen zu helfen. Unfortunately, I cannot say that everybody we tried to help, we were successful. Leider kann ich nicht sagen, dass wir bei allen, denen wir versucht haben zu helfen, erfolgreich waren. But even years ago in America, Aber schon vor Jahren in Amerika, I remember there was a couple and they were going through really crisis. ich erinnere mich an ein Ehepaar, das eine wirklich schwere Krise durchmachte. And you know, we were sitting and talking and spending a lot of time, and today they are an amazing family, together still, and just wonderful. Wir saßen zusammen, sprachen und verbrachten viel Zeit mit ihnen. Heute sind sie eine wunderbare Familie, einfach toll. So I just want to give you some important keys for everybody who is in a marriage. Ich gebe hier ein paar wichtige Schlüssel für alle, die verheiratet sind. I believe one of the greatest enemies of a good marriage is pride. Ich glaube, einer der größten Feinde einer guten Ehe ist der Stolz. You know, pride is so dangerous within any relationship, but especially in marriage. Stolz ist in jeder Beziehung gefährlich, aber ganz besonders in der Ehe. And pride has many different manifestations. Stolz hat viele verschiedene Ausdrucksformen. But I'm telling you, one of the manifestations that God taught me early in my marriage. Eine davon, die Gott mich schon früh in meiner Ehe gelehrt hat, And it is directly connected to self-righteousness. ist direkt mit Selbstgerechtigkeit verbunden. You see, self-righteousness is pride. Selbstgerechtigkeit ist Stolz. I believe I can make myself right before God. Ich glaube, ich kann mich vor Gott gerecht machen. I believe that I'm better than the other because that's always a sign of self-righteousness. Ich glaube, ich bin besser als der andere. Das ist immer ein Zeichen von Selbstgerechtigkeit. And in the beginning, Debbie's in my marriage was not nice. Am Anfang war Debbys und meine Ehe nicht schön. And there were different reasons. Aus verschiedenen Gründen. A lot of unhealed wounds. Eine Menge unverheilter, offener Wunden. Two different cultures that were so different from one another. Zwei Kulturen, die so unterschiedlich voneinander waren. Debbie did not understand the language. Debbie verstand die Sprache nicht. And the pressure of starting a church, Der Druck, eine Gemeinde zu gründen. a lot of financial pressure. Eine Menge finanziellen Druck. So we had a lot of things against us. Vieles sprach gegen uns. And it was at the beginning of a marriage that God confronted me about my pride. Ganz am Anfang unserer Ehe konfrontierte Gott mich mit meinem Stolz. Because I thought that I was a better husband than Debbie was a wife. Ich dachte, ich sei ein besserer Ehemann als Debbie eine Ehefrau. So I did what so many couples do, ask God to change the partner. Also tat ich, was so viele Paare tun. Ich bat Gott, den Ehepartner zu verändern. God confronted me and said, this is pride. It's one of the purest forms of pride. Gott konfrontierte mich und sagte, das ist Stolz. Das ist eine der reinsten Formen des Stolzes. You know, if you have pride in your life, Wenn du Stolz in deinem Leben hast, here is what's going to happen. passiert Folgendes. You will have eyes that are so sharp like the eyes of an eagle when it comes to seeing your partner's mistake. Du hast so scharfe Augen wie die Augen eines Adlers, um die Fehler deines Partners zu sehen. And regarding your own mistakes, you are as blind as a bat. Und was deine eigenen Fehler angeht, bist du so blind wie eine Fledermaus. You know that bats don't see. Fledermäuse sind blind. And I found out that this is what pride does. Ich fand heraus, dass der Stolz genau das tut. Gives you perfect vision for the mistake of the other and makes you blind for your own mistake. Er gibt dir eine perfekte Sicht für die Fehler des anderen und macht dich blind für deine eigenen Fehler. So when God confronted the pride in my own marriage, in my own marriage, Als Gott also meinen Stolz in meiner eigenen Ehe konfrontierte, here's what he told me to do. forderte er mich heraus. He said, you never again even put a thought into your wife becoming a good wife. Verschwende nie wieder auch nur einen Gedanken daran, dass deine Frau eine gute Ehefrau werden soll.
You are now putting all of your thoughts into you becoming the great husband. Setze alle deine Gedanken darauf, dass du ein großartiger Ehemann wirst. And I can already hear the people shout at me. Ich höre schon die Leute schreien. But I am the good partner and you don't know my partner. Ich bin doch ein guter Partner und du kennst meinen Partner nicht. Yeah, I heard the pride. Ja, ich höre den Stolz. The truth is, if the grace of God is taken out of your life and my life, we are all potential adulterers, murderers, and terrible people. Wenn du die Gnade Gottes aus deinem und meinem Leben weglässt, sind wir alle potenzielle Ehebrecher, Mörder und schreckliche Menschen. Think. Überleg mal. He who hates his brother is a murderer. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. So it is so important that we walk in humility in our marriages. Es ist so wichtig, dass wir in unseren Ehen in Demut leben. So humility is expressed in so many beautiful ways. Demut drückt sich auf so viele verschiedene Arten aus. Look, Schau. humility is expressed by making yourself the servant of the other. Demut drückt sich dadurch aus, dass du dich zum Diener des anderen machst. Philippians chapter 2 gives us a perfect story of Jesus' humility. Philipper Kapitel 2 erzählt uns eine perfekte Geschichte der Demut Jesu. And it tells us that we should have the same mindset. Er sagt uns, dass wir die gleiche Einstellung haben sollten. And it literally says Jesus humbled himself and took the form of a servant. Es heißt, Jesus erniedrigte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. What would happen? Was würde geschehen? Just a hypothetical question. Nur eine hypothetische Frage. If every time you have a thought, Wenn du jedes Mal, wenn du den Gedanken hast, I wish my partner would change, ich wünschte, mein Partner würde sich ändern, you would stop the thought diesen Gedanken stoppst and choose a different thought. und einen anderen Gedanken wählst. This thought, Diesen Gedanken, how can I serve my partner today? wie kann ich meinen Partner heute dienen? What a marriage, huh? Was für eine Ehe. Because moment you allow yourself to go the route to think how your partner could change, Denn in dem Moment, in dem du dir erlaubst, darüber nachzudenken, wie sich dein Partner verändern könnte, here's what you do. machst du Folgendes. You open the door to amplify the mistakes in your partner's life. Du öffnest die Tür, um die Fehler im Leben deines Partners zu verstärken. They're going to be so big that you convince yourself that it's going to be a huge problem. So überzeugst du dich selber, dass es ein riesengroßes Problem ist. Now that's a very dangerous thing. Das ist sehr gefährlich. So once we have the wrong perception because we constantly focus on the wrong thing, Sobald wir die falsche Wahrnehmung haben, weil wir uns ständig auf das Falsche fokussieren, the wrong things that we focus on become very real to us. werden die falschen Dinge, auf die wir uns konzentrieren, sehr real für uns. And they become big to us. Und sie werden groß für uns. So next time you think about the wrong things in your partner's life, the mistakes, the things that irritate you, Wenn du also das nächste Mal über die falschen Dinge im Leben deines Partners nachdenkst, die Fehler, die Dinge, die dich ärgern, you pause yourself halte inne and you say quietly in your heart, und sage leise in deinem Herzen, Jesus, show me ways I can serve my partner today. Jesus, zeige mir Wege, wie ich meinem Partner heute dienen kann. And as this becomes your sincere focus, how can I serve? Wenn du dich aufrichtig darauf konzentrierst, wie kann ich dienen? Do you know what's happening to true servants? Weißt du, was mit wahren Dienen passiert? And this is a secret I've discovered. Dieses Geheimnis habe ich entdeckt. A true servant has so much pleasure and satisfaction in laying down his life and serving. Ein wahrer Diener hat so viel Freude und Befriedigung daran, sein Leben hinzulegen und zu dienen. You see, in the beginning, you have to simply make a choice. Am Anfang musst du dich einfach entscheiden. You might not feel like serving. Vielleicht hast du keine Lust zu dienen. But once you actually make a choice, your feelings will follow your choice. You will in the end have pleasure in serving. Sobald du eine Entscheidung triffst, werden deine Gefühle deiner Entscheidung folgen. Schließlich hast du Freude am Dienen. If we could remove pride from our marriages would blossom. Wenn wir Stolz aus unseren Ehen entfernen, werden unsere Ehen aufblühen. If we would understand that what it means, what the Bible says, Wenn wir verstehen würden, was die Bibel meint, wenn sie sagt, that God resists the proud Gott widersteht den Stolzen and he gives grace, even more grace to the humble. und den Demütigen gibt er Gnade. So think, Überleg mal, if you humble yourself, wenn du dich demütigst, the grace of God is released in your life, wird die Gnade Gottes in deinem Leben freigesetzt. which means divine ability to do things you could never do by yourself. Die göttliche Fähigkeit, Dinge zu tun, die du selbst nie tun könntest. So think this thought with me. Überlege mit mir. Maybe
Maybe you think it's going to be so hard for me to serve my partner when my partner does so many things wrong. Vielleicht denkst du, es ist so schwer für mich, meinem Partner zu dienen. Er macht so viele Dinge falsch. I don't have the grace to serve. Ich habe keine Gnade zu dienen. Well, you don't get the grace until you humble yourself and start serving. Du bekommst die Gnade erst, wenn du dich erniedrigst und anfängst zu dienen. Because God gives more grace to the humble. Weil Gott den Demütigen mehr Gnade schenkt. And look at the beautiful promise. Schau auf dieses schöne Versprechen. If we humble ourselves under God's mighty hand, James says, Wenn wir uns unter Gottes mächtige Hand demütigen, sagt Jakobus, God will lift us up. wird Gott uns erheben. If you want to be lifted up in your marriage, the way is down, not fight yourself up. Wenn du in deiner Ehe hochgehoben werden willst, führt der Weg nach unten, statt dich selbst nach oben zu kämpfen. That's an important thought to contemplate. Das ist ein wichtiger Gedanke zum Nachdenken. So, Also, make your marriage fun. mach deine Ehe zum Vergnügen. Walk in humility. Sei demütig. I hope you enjoyed this. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Click the like if you enjoyed it. Klick auf Gefällt mir, wenn es dir gefallen hat. Send it to your friends Sende es deinen Freunden. and leave us some comments. Hinterlasse uns ein paar Kommentare. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.